Überlastete Familien, zu wenig Kita-Plätze und schlecht bezahltes Pflegepersonal in Altenheimen. Susanne Mirau ist ausgebildete Kleinkindpädagogin und Familienbegleiterin und sie versucht mit ihren Büchern, Workshops und Vorträgen Lösungen zu finden für Care-Arbeit und Fürsorge und macht dadurch die Welt ein kleines bisschen besser. Schönen guten Morgen, Susanne. Schön, dass du da bist. Hallo. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass es, sagen wir mal, eine Schieflage gibt gesamtgesellschaftlich, in der wir uns so befinden? Also ich habe ja schon Kleinkindpädagogik studiert und habe da schon so Erhebungen gemacht in Kitas. Also wir sind in Kitas gegangen und haben geguckt, stimmt die Qualität dort. Ne? Und da gibt es so ganz viele kleine Parameter, was man sich anschaut, wie sind die Räume gestaltet, wie viel Personal gibt es und wie kann das Personal damit umgehen mit den Kindern. Und da fällt das halt schon auf, dass zu wenig Personal ja zu Stress führt in Kitas. Ne? Also zu wenig ErzieherInnen und zu viele Kinder. Ja, und da merkt man dann schon, okay, und dann ist das nicht schön für die Kinder, aber eben auch nicht für das pädagogische Personal. So, und das war eigentlich schon im Studium, wo ich dachte, das ist schwierig, so diese Rahmenbedingungen. Und das hat sich über die ganzen Jahre weitergezogen. Ne? Dann habe ich selber Kinder bekommen, habe gemerkt, oh, das ist ja schwierig, zum Beispiel eine Hebamme zu finden oder so gebären zu können, wie ich das will. Und auch in der Familienbegleitung ist es immer wieder so ein Thema. Definier mal Care-Arbeit, was ist das? Also Care-Arbeit, wir haben im Deutschen kein richtig passendes Wort dafür. Also wir sagen eigentlich Sorgearbeit oder Fürsorge dafür, was halt das bezeichnet, alle Sachen, wo wir uns umeinander kümmern. Wir haben unbezahlte Care-Arbeit, das heißt, ich sorge zum Beispiel für meine Kinder oder sorge für ältere Menschen. Und dann haben wir bezahlte Care-Arbeit, das sind halt alle, die in der Erwerbstätigkeit sich um andere sorgen, also Pflege, Kita, ErzieherInnen und so weiter. Wenn wir so an Pflege und Fürsorge denken, dann fallen uns ja häufig erstmal so Kinder und Kranke und Alte ein. Warum sind wir denn eigentlich alle abhängig von Fürsorge und nicht nur diese Dreiergruppe, die wir da immer nennen? Warum ist das so? Also wir sind ja als Menschen, hat uns ja vorangebracht, dieses Bindungssystem, dass wir uns entwickeln konnten, weil wir miteinander Beziehungen eingehen, weil wir uns als Gruppe umeinander kümmern, weil wir uns ergänzen, weil wir füreinander einstehen und weil wir durch dieses Zusammensein auch Regeln schaffen für unseren Umgang, also Werte schaffen und ja, gesellschaftliche Regeln. Wie verhält man sich? Dass Sprache entwickelt wurde, ist ja auch eine Gruppensache. Ne? Und das alles macht uns aus als Menschen. Und deswegen brauchen wir ja, einen Blick darauf, dass dieses Umeinander kümmern weiterhin wichtig ist. Ja? Und dass wir in allen Bereichen das ja machen müssen. Also einmal eben in der Familie, selbstverständlich, aber auch drumherum. Ja? Also wenn wir mit Kindern zusammen sind und auch im Alltag. Also wenn man draußen ist und auf andere Menschen stößt, muss man ja in einer bestimmten Weise mit denen umgehen. So, und dass die sich damit gut fühlen. Ich glaube, dass es so ist, dass wir, wenn wir nicht zu diesen drei Gruppen gehören, ne, Kinder, Alte, Pflegebedürftige, verlieren wir das sofort aus dem Blick, ne, dass wir selber fürsorgebedürftig sind. Ne? Also ich bin ja Pastor, ne, und ich begleite ganz viele Menschen, die so alt sind wie wir beide, die gerade ihre Eltern verloren haben. Ja. Ne? Das sind Menschen, die rechnen erstmal gar nicht damit, dass sie fürsorgebedürftig wären. Was kann sich denn da in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verändern? Das Beispiel ist sehr schön. Als mein Vater gestorben ist vor 4 Jahren, da ging es mir auch richtig schlecht. So, und da konnte ich auch ein paar Tage einfach gar nichts groß machen. So, und die Kinder haben das natürlich mitbekommen, wie das mir geht damit, aber eben auch meine FreundInnen. Und die sind dann einfach nach Hause gekommen und ich konnte gar nichts, also ich habe auch nicht geduscht und war halt einfach fertig und saß so auf dem Sofa, ja genau, und konnte auch gar nicht groß sprechen, aber die waren da. Die sind einfach gekommen, haben Essen mitgebracht und sich hingesetzt und mir den Raum gelassen, dass ich was sagen kann oder auch nicht, dass ich schweigen kann. So, und ich glaube, sowas braucht es mehr. Also, und das, was du meintest, ne, also das kann passieren im Alltag und wir wissen es nicht, wann es passiert, wann wir davon betroffen sind, von Familienangehörigen oder anderen. Aber es sind auch viele andere Sachen, Krankheit. Ja, oder Behinderung, die auftritt, weil halt die meisten Behinderungen ja im Laufe des Lebens erworben werden. Und da brauchen wir andere und wir müssen ein Klima schaffen, dass das selbstverständlich ist.
Hängt es auch damit zusammen, dass wir Angst haben, das Falsche, vermeintlich Falsche zu tun, weil wir so unsicher sind damit, was wir tun können, Ja, um ich glaube Fürsorge schon. zu geben? Ja, wir haben das ja verlernt, weil wir ja so anonym leben, ja, und weil Tod auch sehr anonym stattfindet. Ja, das haben wir ja ausgelagert. Als meine Großmutter gestorben ist, da haben wir Totenwache gehalten. Also da haben wir sie begleitet und dann war sie da und dann saßen wir noch ganz lange am Bett. Und es war auch das erste Mal, dass ich bei einem toten Menschen saß. Ja, und das war auch ein bisschen komisch, aber es war auch total gut. So, weil ich dadurch ja auch schon was gelernt habe für die anderen Tode, die noch kommen werden. Genauso wie mit Geburten, also das andere Extrem. Na, auch da, das haben wir ja ausgelagert. Und wir wissen nicht, wie hört sich das an, wenn ich Geburtsvorbereitungskurse früher gegeben habe. Dann waren die Leute manchmal überrascht. Also da saßen dann halt schwangere Paare und waren dann überrascht, als ich ihnen gesagt habe, ja, und dann kommt das Baby durchs Becken und dann drückt es eben auf den Darm und dann geht Stuhl ab und alle so, wow, was? Ja. Huch Gott, nein, das möchte ich nicht. Ja, nein. zu spät. Ich nehme das Kind aber ohne den Stuhl. Ja. Und weil wir das nicht wissen oder auch nicht wissen, wie sich das anhört und dass das normal sein kann, da laut zu schreien. Und das macht ja dann auch unter der Geburt eine Hemmung, ne, zu denken, oh, ich kann doch jetzt nicht so laut hier schreien oder so. Ne? Und ich glaube, wir brauchen viel mehr, das wieder in den Alltag reinzurücken. Was muss sich ganz generell ändern? Ich glaube, wir brauchen schon mal ganz andere Wohnformen, damit wir gut durch den Alltag kommen können. Ja, wir haben einfach ein Wohnumfeld für Menschen geschaffen, was überhaupt nicht daran angepasst ist, was wir eigentlich brauchen. Also wir sind so vereinzelt, haben zu wenig Unterstützung. Wir brauchen viel mehr Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsorte, gegenseitiges Kümmern umeinander, dass die Kinder miteinander in Kontakt sind. Ja, viele Eltern sitzen ja auch zu Hause und denken, oh, was mache ich denn heute mit den Kindern? Oder jetzt muss ich das machen. Oder viele sitzen auch nicht gerne in einem Kinderzimmer und spielen noch mit der Bahn, mit den Bausteinen oder in der Puppenküche, also den ganzen Tag. Ne, sondern dass wir da was verändern in unserem Denken und sagen, okay, Kinder brauchen andere Menschen, nicht nur die Eltern. Und wir gestalten unsere Umgebung so, dass die halt menschenfreundlich ist. Also wir sind, jetzt sagen wir mal, auf dem Level Fürsorge, so auf Freundinnen, Freunde, Familie und sowas, sind wir angewiesen aufeinander. Ne? Das ist unbezahlte Care-Arbeit. Warum steht es denn so schlecht um die bezahlte Care-Arbeit? Also wir haben das natürlich einmal politisch zu stark vernachlässigt, auch weil das ja sich nicht in Legislaturperioden wahrscheinlich messen lässt. Ne? Also die Kinder brauchen sehr, sehr lange, sehr gute Betreuung und Begleitung von Bezugspersonen. Ja, es können die Eltern sein, können aber auch andere sein. Und das hat ja, wenn es am Anfang toll ist, lebenslange Wirkung. Ja? Also auch präventiv ganz viel. Aber wenn wir das halt nicht machen, hat es auch lange negative Wirkung. Und die treten ja erst viel später auf. Also wenn wir jetzt sagen, okay, Schule ist uns lange Zeit egal gewesen, investieren wir nicht viel. Aber das zeigt sich dann irgendwann, was da passiert. Ne? Auch, dass sich diese Bildungsschere immer weiter auftut und nicht genug Ausgleich da ist dafür, dass eben manche Kinder viel mehr Förderung und Unterstützung eigentlich brauchen. Noch einmal zurückgefragt auf Care-Arbeit jetzt als, sagen wir mal, als gesamtes Arbeitsfeld. Viele Menschen, mit denen ich aus diesen Bereichen rede, haben einfach das Gefühl, wir bekommen keine Wertschätzung. Ja. Warum ist das denn so? Warum gibt es diese Wertschätzung nicht? Warum gibt es diese finanzielle Leistung nicht? Also, ne, wir wollen immer, die Industrie will immer mehr Geld machen, die Gesellschaft will mehr Geld machen. Mehr Geld zu investieren in dieses Personal würde ja heißen, dass die Zustände vielleicht ja anders werden könnten. Das ist doch eine relativ einfache Rechnung. Ja, aber es bringt halt keinen Profit. Also im ersten Blick bringt es bringt natürlich total viel Profit für uns Menschen. Im Sinne von, es bringt unendlich viel Profit, ja, aber es bringt ja ganz viel. Es lässt sich nicht in Zahlen, in Geld ausdrücken, in Wirtschaftssachen, also nur langfristig. Und genau, aber das verstehe ich nicht, weil es lässt sich doch in Zahlen bemessen. Ja. Also es ist doch so, das ist doch, wenn das Argument immer ist, wir investieren nicht, weil da kein Profit rauskommt. Okay, aber hier investieren wir ja und es käme ja Profit raus. Ja. Ne? Es käme ja raus, dass wir das gesamte, jetzt wenn wir im Gesundheitssektor bleiben, das gesamte Gesundheitswesen entlasten würden und das wäre viel günstiger und damit wäre viel mehr Geld übrig, weil das ist ja eine relativ einfache Rechnung. Ja, also schon alleine das Thema, was ja gerade so aktuell war mit der Kindergrundsicherung. Ja. Ja, also
es gibt die ganzen Prognosen dafür, wie vorteilhaft sich das auswirkt und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Ja, aber warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, es sind einfach, also das hört sich immer dann so verschwörungstheoretisch an, aber es gibt ja einfach eine große andere Lobby, die halt wirtschaftliche Interessen, kurzfristige wirtschaftliche Interessen dem vorordnet. Und da haben wir wirklich ein Problem, weil also wir sehen an den Zahlen, ne, aus den ganzen Fachbereichen, aus Erziehungswissenschaften und so, was für einen enormen Vorteil das hat, in junge Menschen und in dieses Care-System zu investieren. Ja, also das ist so toll, auch in Bezug, also aus der Psychologie. Wir brauchen dringend ganz gute psychische Versorgung für Kinder und Jugendliche, die ja jetzt gerade insbesondere das schwer haben durch die Pandemie. Ja, die Erkrankungen sind so viel gestiegen und jetzt spätestens brauchen wir viel mehr, damit in ein paar Jahren das nicht alles noch schlimmer wird. Aber es wird nicht getan. Okay, also wir beide können darauf hinweisen, wir werden an dieser Stelle das vermutlich die Menschen, die das entscheiden müssten, nicht überzeugen mit unserem flehenden Appell, das zu ändern. Lass uns noch mal kurz bitte gucken auf Pflege an sich. Ja? Also, weil es ist ja auch so, dass man sagt, Pflege empfinde ich als Last. Wenn ich mich um meine Angehörigen kümmern muss, wenn ich meinen Vater begleite oder du, dann ist das eine große Last. Warum empfinden wir das so? Ich glaube, es ist eine Überlastung, weil wir haben ja nicht nur dann in dem Moment die Pflege für die andere Person, sondern wir müssen ja zusätzlich auch noch erwerbstätig sein. Wir müssen zusätzlich gucken, dass es mit der Rente kein Problem wird, wenn wir uns jetzt um andere kümmern. Und wir haben halt einen super stressigen Alltag, wo wir halt nicht genug Unterstützung haben oder nicht genug eingebunden sind in andere. Also in andere Systeme, die uns mit unterstützen, dass halt andere einkaufen gehen und so. Und dieses Kümmern um andere braucht Zeit. So, das braucht, gerade wenn man Menschen hat, der aus dem Leben rausgeht, ja, da muss man da sein und reden und Raum geben dafür. Und da kann man nicht sagen, okay, das dauert jetzt hier eine halbe Stunde und dann ist Schluss. So. Und natürlich diese emotionale Last, die ist ja auch da. Ich finde es, glaube ich, trotzdem wichtig, das artikulieren zu dürfen, ne? Zu sagen, ich bin damit überfordert. So, ich brauche Hilfe, ich empfinde das als Last, denn es ist eine Last. Hast du das Gefühl, dass wenn wir auf Pflege gucken, auf die Belastung dadurch, auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass so angestammte Rollenbilder da noch eine Rolle spielen? Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? Also wir sehen ja, dass im Care-Arbeitsbereich sind ja vorwiegend weibliche Personen tätig. Ja, sowohl in der unbezahlten als auch in der bezahlten Arbeit. Und das macht natürlich auch etwas damit, weil generell ja das Rollenbild von Frau sein halt immer noch, obwohl halt immer gesagt wird, ja, wir sind ja längst gleichberechtigt, sind wir halt aber nicht. Und das wird halt abgewertet. Ja, weibliche Tätigkeiten oder als weiblich gelesene Tätigkeiten werden halt immer noch abgewertet und damit auch dieser ganze Bereich, der damit zu tun hat. Man sagt halt, naja, was ist das denn, sich um Kinder zu kümmern? Ja, das kannst du doch nebenbei, aber das ist halt einfach echt anstrengend. Ja, ich habe ja viel Kontakt mit Eltern und insbesondere Müttern, die halt davon berichten, wie anstrengend das manchmal ist. Und da ist auch diese emotionale Last ganz ausschlaggebend. Einmal das Körperliche, die 1000 Handgriffe, die man machen muss mit Kindern, aber eben auch dieses Kinder in emotionalen Situationen, in Wutsituationen zu begleiten. Und dass wir das heute anders machen wollen als in früheren Generationen, wo die Kinder dann einfach irgendwie ins Zimmer gesperrt wurden oder beschimpft wurden oder sogar geschlagen wurden. Das machen wir alles heute nicht mehr. Aber da neue Wege zu finden, also wir sollten es nicht machen, also weil Kinder theoretisch, wir sprechen davon, dass wir das nicht mehr machen, genau. Aber es gibt ja trotzdem noch ganz viel, was sehr antiquiert ist, ne? Ja. in vielen, hinter aber vielen also Sie Türen. haben ja ein Recht auf gewaltfreie Erziehung zumindest. Und das braucht aber auch super viel Energie, Sachen anders zu machen und zu sagen, okay, ich habe das zwar selber nicht gelernt, aber ich will es anders machen, aber wie eigentlich? Und also es braucht psychische Energie, das auszuhalten, so ein tobendes Kind, ein wütendes Kind zu begleiten. Dazu kommt,
glaube ich, dass es nicht besser wird, wenn wir unsere Kinder dazu erziehen, Jungs müssen echte Männer werden oder so. Ne? Das ist nicht gesund. Also das ist nicht gesund für unsere Gesellschaft, aber vor allem ist es nicht gesund für die kleinen Kinderseelen. Ja. Und ich erlebe das ganz, ganz viel noch so, dass man mit diesen sehr angestammten Bildern eigentlich arbeitet. Ne? Ja, also es fängt ja so bei ganz vielen kleinen Sachen an im Kinderzimmer. Ne? Was dürfen die spielen? Und lässt man ihnen den Raum für Care-Arbeit im Spiel? Ja, oder sagt man, nein, jetzt spiel doch mal mit den Autos. So. Genau, sei mal ein Cowboy. Genau. Ja. Ne? Und führt weiter über dieses ganze Emotionale, dass sie halt ihre Gefühle benennen dürfen, zeigen dürfen, genauso getröstet werden wie andere. Apropos Gefühle zeigen, das schließt sich natürlich dann eigentlich an diesen Diskurs, den man gerade mitbekommt, ne? dass man von Menschen aus einer älteren Generation jetzt häufig hört, die nächste Generation, die sind alle so verweichlicht und sowas. Das liegt nämlich daran, dass die nicht mehr Cowboy spielen oder sowas. Ne? Da wird so ein Problem aufgezeigt. Glaubst du, dass es dieses Problem gibt? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es sogar sehr gesund, dass jetzt die jüngere Generation sagt, das mit der 40-Stunden-Woche, das ist ja, und auch da sind ja die Belege wieder da, ja, dass das nicht gesund ist. Und wir sehen ja auch, was das macht mit den Menschen. Also die Zahl an Frühberentungen steigt, weil das nicht gesund ist, unser System, was wir haben. Und es ist sehr gesund, dass dann die jungen Menschen sagen, nee, wir müssen eine andere Struktur finden, wir müssen andere Arbeitsmodelle finden und wie wir unser Leben organisieren. Das ist eigentlich total gut. Liegt es daran, dass die Menschen, die das kritisieren, sich dadurch angegriffen und gekränkt fühlen? Im Sinne von, aber ich habe das doch, jetzt sagst du, ich habe das falsch gemacht oder sowas. Ist das? Ja, also ganz viel, dass wir mit diesem Schmerz ja auch nicht umgehen können, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einfach 50 Jahre lang das gemacht und eigentlich hätte es so nicht sein müssen. Aber dadurch, dass wir das trotzdem weiterhin kommunizieren, bleibt diese Erzählung ja auch am Leben. Ne? Dass wir mehr sind, wenn wir mehr leisten und mehr Geld verdienen. Genau. Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir doof finden. Ja, und wir haben ja auch gelernt, dass eben wir dieses Gefühl, das gute Gefühl von Miteinander ersetzen durch Dinge. Also diese Dopaminausschüttung, die wir haben. Ne? Dass man sagt, oh, heute war so ein anstrengender Tag, ich kaufe mir was Süßes, ich kaufe mir eine Handtasche oder irgendwie sowas. Und das braucht es eigentlich nicht. Der Körper braucht diese Dopaminausschüttung, aber die kriegt er eigentlich durch schöne Momente miteinander. Ja, aber wir haben das nicht gelernt als Kinder. Da gibt es halt auch schon, ne, dann kriegst du ein Sternchen oder du kriegst eine Süßigkeit und wenn du das gut gemacht hast. Und so sind wir darauf trainiert, dieses System am Laufen zu halten. Belohnungssystem. Ja. Was ist dein Appell für Fürsorge und Care-Arbeit? Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, in unserer nahen Beziehung was zu ändern und uns viel mehr auf das Miteinander konzentrieren und gegenseitige Unterstützung. Gerade wenn man weiß, ich kann was geben, das auch zu tun. Ja, also in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, mehr andere zu unterstützen, wenn man die Ressourcen hat. Und darüber hinaus natürlich noch lauter von der Politik einfordern, dass was geändert wird. Du schreibst Bücher, du gibst Workshops und hältst Vorträge. Du hast ganz viele Ideen und Lösungen parat. Und dann muss man natürlich fragen, hältst du dich immer an deine eigenen Tipps? Also, was für eine schöne Lache. Ich versuche das manchmal zu machen, aber es ist auch für mich total schwierig. Also für unsere Familie mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern ist das manchmal ganz schön schwierig, das alles hinzukriegen. Ich versuche manchmal auf Anraten meines Mannes, der sagt immer, was würde Frau Mirau sagen? Oh, gut, sehr, sehr gut. Danke, dass du heute hier bist, dass du über Fürsorge und Care-Arbeit aufklärst und nicht müde wirst. Und ich glaube, das brauchen wir sehr, sehr dringend. Also vielen Dank dir und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Morgen dabei waren. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.